70.000 Fremdenlegionäre zogen in den 50ern in den Indochina-Krieg. Nicht selten gab es 40 und am Ende bis zu 60% Deutschsprachige in einigen Einheiten. Bis heute ranken sich viele Mythen und Legenden um dieses Thema. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste sich Frankreich als ein Teil der Alliierten um Hunderttausende deutsche Kriegsgefangene kümmern. Nach dem verheerenden Krieg war die Fremdenlegion nur noch ein Schatten ihrer einstigen Größe und Kampfkraft. Daher brauchte man dringend neues Personal. Das Repressionsinstrument in den Kolonien musste wieder aufgefüllt werden. Zudem gab es Planungen, die französische Armee umzustrukturieren. Die schwerfällige Armee von 1940 sollte zu einer modernen Streitmacht umgestaltet werden. Zudem wollte man eine 16 Divisionen umfassende mobile Eingreiftruppe aufstellen. Eine dieser Divisionen sollte gänzlich aus Fremdenlegionären gebildet werden. Nachdem sich aber neben den Kollaborateuren, die einer Verfolgung im eigenen Land entgehen wollten, kaum noch Franzosen anwerben ließen, suchte man nach neuen Möglichkeiten. Die Rekrutierung von hungernden Kriegsgefangenen war wohl relativ erfolgreich, sodass sich mancherorts sogar ganze Einheiten geschlossen einschrieben. Anders als die SS-Männer, denen man mit langer Festungshaft drohte, hofften viele der Gefangenen der Wehrmacht auf eine Heimkehr oder ein neues Leben. Doch der Hunger, die Perspektivlosigkeit der Jungen, das Nicht-Zurechtfinden der Kriegsheimkehrer im Nachkriegsleben oder schlicht die Abenteuerlust füllte die Reihen der Legionäre allmählich auf. Die Rekrutierungsbüros in der französischen Besatzungszone zeigten ihre Wirkung. Doch konnte die Legion von 1945 bis 1947 lediglich auf 19.500 Mann aufgestockt werden. Dabei nahm man wenig Rücksicht darauf, wen man nun rekrutierte. Es gab Vorschriften, keine unerwünschten Kriegsverbrecher oder SS-Männer anzuwerben, jedoch wurden diese sehr lapidar gehandhabt. Zum Beispiel sollten die Männer den Arm heben, um zu zeigen, dass sie kein Tattoo ihrer Blutgruppe am linken unteren Oberarm hatten, wie bei der SS und Waffen-SS üblich. So fanden sich bei vielen Männern auffällige Narben in diesem Bereich. Auch eine abschätzige Bemerkung über die Gestapo war Beweis genug für eine SS-feindliche Haltung. Anfänglich kamen sowohl in der ersten Welle zahlreiche Mitglieder der Waffen-SS in die Reihen der Legion. Bisweilen wurden sie auch angeworben, im Wissen um ihre Vergangenheit. Später, nachdem dieses Vorgehen in der Öffentlichkeit bekannt und kritisiert wurde, war es zumindest deutschen Angehörigen der SS schwer, sich zur Legion zu melden. Zumindest aber achtete man darauf, dass man keine prominenten Kriegsverbrecher in seine Reihen aufnahm. Von den Rekrutierungsbüros wurden die Männer schließlich nach Nordafrika verbracht, um dort ausgebildet zu werden. Die kriegserfahrenen Neuangeworbenen, darunter die SS-Männer der ersten Welle, kamen hingegen umgehend nach Indochina. Die Legion war ein Ort für Männlichkeit. Das bedeutete Härte gegen sich selbst und gegen andere. Man opferte sich für einen Ehrbegriff. Und dies waren Tugenden, die den Männern der ehemaligen Waffen-SS vertraut waren und bei ihnen auf fruchtbaren Boden fielen. Die Anwerbung von Deutschen hat in der Legion gewissermaßen seit ihrer Gründung im Jahr 1831 eine Tradition. Unter Louis Philippe I., König von Frankreich, unternahmen die Franzosen ihren Sprung nach Nordafrika und begannen mit der Kolonisierung. Seitdem kämpften Deutsche in den afrikanischen Kolonien für französische Dominanz. Und auch im Jahr 1940 bestand die Fremdenlegion zu 35% aus Deutschen. Während des Sommerfeldzuges der Wehrmacht gegen Frankreich wurden deutsche Legionäre nicht nach Europa verlegt. Sie gegen die Deutschen kämpfen zu lassen, erschien den Franzosen nicht ratsam und wäre sicherlich auch mit einigen Risiken verbunden gewesen. Als Hitler in Paris einzog, kam es unter den deutschen Legionären in der algerischen Garnison Sidi Bel Abbes zu einer offenen Meuterei. Sie marschierten im Paradeschritt durch die Straßen der arabischen Stadt, schrien Heil Hitler und sangen Nazi-Lieder. Schließlich verlangten sie, nach Frankreich zurückgeführt zu werden, um sich den Deutschen anzuschließen. Nachdem die Männer Juden aus ihrer eigenen Einheit verprügelten, wurden Senegalesen eingesetzt, um die Ordnung wiederherzustellen. Doch später wurde der Großteil der deutschen Legionäre auf Druck der deutschen Regierung repatriiert. Im späteren Verlauf des Krieges gab es Überlegungen, wieder deutsche Kriegsgefangene aus dem Afrikakorps nach der Niederlage bei Tunis im Jahr 1943 für die Legion anzuwerben.
Doch noch schien es den Franzosen zu unsicher, Deutsche im Namen der Legion zu bewaffnen. Am 22. März beschloss man jedoch, Österreicher unter den Kriegsgefangenen zu werben. Unter diesen dürften sich auch viele Deutsche befunden haben, denn die Identitätsfeststellungen waren unter diesen Umständen erschwert. Zumal viele den schlechten Bedingungen der Kriegsgefangenenlager in Nordafrika entkommen wollten. Die angeworbenen Deutschen und Österreicher verblieben jedoch in den Garnisonen in Nordafrika und wurden nicht nach Europa verschifft. Einerseits war das Misstrauen sehr groß und andererseits verbot die Haager Landkriegsordnung das Einsetzen von Ausländern gegen ihr eigenes Heimatland. Im Jahr 1945 war all dies jedoch wieder vergessen und die Deutschen kämpften in Indochina um den Erhalt des französischen Kolonialreiches. Die Franzosen schätzten die kampferfahrenen Männer. Ein weiterer Vorteil war, dass sie vertraut mit der von der Wehrmacht erbeuteten Ausrüstung waren. Das in Indochina eingesetzte Expeditionskorps war geprägt von deutscher militärischer Tradition, was sich unter anderem in den Marschliedern widerspiegelte. So wurde zum Beispiel SS marschiert im Feindesland in Die Legion marschiert umgedichtet. Solche Begebenheiten sind es, die der Legion den Ruf einer Bastion ehemaliger SS-Leute einbrachte. Und viele Legionäre sprachen unter ihren Kameraden ganz offen über ihre Vergangenheit bei der Waffen-SS oder SS. Es gab Männer aus der SS-Panzerdivision Totenkopf, der Panzergrenadierdivision Reichsführer SS oder der Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring und sogar ehemalige Wachmannschaften aus den Konzentrationslagern. Auch zahlreichen Mitgliedern der SS Charlemagne, die nicht mehr nach Frankreich zurückkehren konnten oder wollten, schrieben sich unter belgischer Nationalität ein. Zudem gab es zahlreiche weitere ausländische ehemalige Waffen-SS-Männer, zum Beispiel Ukrainer oder Bulgaren. Doch der Anteil an SS-Leuten kam wohl nie über die 10% bei den deutschsprachigen Legionären. Aber es gab sie. Nicht unpassend dazu sagte der britische Legionär Adrian Liddell Hart zu der Anfangszeit des Indochina-Krieges: Viele waren früher in der Waffen-SS, aber noch mehr gaben an, früher in der SS gewesen zu sein. Mitgliedschaft in der SS gehörte wohl zum guten Ton bei den deutschen Legionären. Doch was die Legion an den Deutschen seit 1831 schätzte, war die allgemeine Kampfmoral und die Furchtlosigkeit, die viele dieser Männer an den Tag legten und die in zahlreichen Geschichten überliefert sind. So gab es den Kompanietrommler Otto Schmidt, der 1835 in Marokko am linken Arm verwundet wurde, aber so lange weiter trommelte, bis er durch einen Kopfschuss fiel. Oder den Legionär Streibler, der in Indochina 1885 sich vor seinen Kompanieführer warf, als er sah, wie ein Chinese auf diesen zielte und sich damit für seinen Kapitän opferte. In Indochina führten die Legionäre einen Fremdenkrieg. Die Guerillataktiken der Viet Minh führten zu einem erbarmungslosen Kampf um jedes Dorf und jede Straße. Die verlustreichen Einsätze brachten die Fremdenlegion im Jahr 1949 dazu, die Anwerbungen zu verstärken und so ironischerweise auf ihre ursprünglich anvisierte Stärke von 23.500 Mann zu kommen. Nach vielen Verlusten und Desillusionierungen über die Brutalität dieses Krieges und Sehnsucht nach der Heimat, nach vielen Jahren in der Fremde, kam es zum Überlaufen einiger Deutscher zu den Vietnamesen. Diese wurden von den Viet Minh erfreut aufgenommen. Waren ihre Kenntnisse über Taktiken und Waffen der Franzosen doch von großem Wert. Erst mit der Involvierung Chinas in den Konflikt waren die Viet Minh stark genug, dass sie ihre Deutschen nicht mehr brauchten. Viele von ihnen wurden in die DDR geschickt. Allzu viele kamen in einem Sarg zurück nach Europa. Und manche wurden nach 5 Jahren Einsatz entlassen und erhielten die französische Staatsbürgerschaft. Die Legionäre stellten nie mehr als etwa 1/6 der in Indochina eingesetzten französischen Truppen, die Deutschen unter ihnen bei Kriegsende 1954 nur maximal etwa 1/12 aller Soldaten. Doch wurden niemals wieder in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum so viele Söldner für die Fremdenlegion angeworben, wie in den Jahren 1945 bis 1954, nämlich etwa 75.000. Unter ihnen befanden sich ca. 35.000 Deutsche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like und einen Kommentar da.